Hi, servus, ich bin Tobias und ich begrüße euch ganz herzlich in meiner kleinen, farbenfrohen, gute Laune Wohnung. Kommt rein! Hier seid ihr schon in meiner Küche, mein schönstes Projekt. Vielleicht kennt ihr es auch, Mietwohnung, ihr braucht was Neues. Diese Küche wollte ich eigentlich rausschmeißen und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht neu streichen? Diese ganze Küche war in so einem schönen 90er Jahre, da war so eine Folie drauf, die konnte man super easy runterholen. Habe ich einen Föhn genommen und dann ist es teilweise schon abgefallen und dann hatte ich wirklich diese ganze Folie in der Hand und habe einmal grundiert, zweimal drüber gestrichen, nochmal eine Versiegelung für die Kratzer nachher drauf gemacht und im Endeffekt hat es so 5 Tage gedauert. French Riviera war das Motto. Wir haben hier so ein bisschen die Pinienwälder der französischen Küste, das Meeresrauschen und hier haben wir den kleinen Dopaminkick in Orange, also die gute Laune. Ich komme jeden Morgen hier rein und denke mir, wie schön ist es bitte. Was ich ganz toll fand als kleines Add-on in meiner Küche, ich habe mir natürlich neue Griffe machen lassen, ein bisschen Terracotta-Style und den Rattan, also das Wiener Geflecht, ganz elegant hier hinten dran gemacht und habe es wirklich easy selber zugeschnitten, die Vitrine hinterklebt und ich finde, diese kleinen Details haben es nachher noch mal richtig ausgemacht. Ich habe hier zum Beispiel in meiner Wohnung relativ wenig Fotos, private Fotos hängen, weil das stört immer so ein bisschen, finde ich, von der da im Bilderrahmen, hier im Bilderrahmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache doch viel öfter die Türen auf und dann hängen dann irgendwelche schönen Urlaubserinnerungen in meiner Wohnung. Man kann im Grunde jede Tür aufmachen und überall hängt ein schönes Bild. Der Tisch zum Beispiel, der war von Oma, ist ein Erbstück und dann dachte ich, jetzt wird der auch gestrichen. Und immer wenn ich hier reinkomme, bei schönem Wetter strahlt einen die Sonne an, sie küsst einen hier wirklich, weil die Ostseite, die Sonne geht hier auf und es macht einfach so gute Laune. Jetzt haben wir lang genug über die Küche geredet, also kommt mit. Jetzt sind wir im Flur. Die Wohnung ist 60 Quadratmeter groß, also man kommt direkt von der Tür in den Flur rein und hier gehen wirklich alle Räume ab. Hinter mir seht ihr auch schon, da geht es dann direkt ins Schlafzimmer. Aber jetzt bleiben wir erstmal kurz hier, denn ihr seht so ein bisschen, es ist grün. Grün ist beruhigend, es ist die Natur und man kommt in den Flur an und es ist so richtig, erstmal kurz bei 5 Etagen, wer nicht den Aufzug genommen hat, erstmal kurz ausruhen, bisschen relaxen, ankommen in der Wohnung. Hier mein Flur mit meinem kleinen Astronaut als Störer. Ich finde es immer ganz cool, wenn man einen Störer, sogenannten Störer, reinsetzt, der so ein bisschen das Ganze aufbricht. Wo man sich vielleicht denkt, warum ist jetzt ein Astronaut? Ja, who cares? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall da. So, jetzt haben wir genug über den Flur gesprochen, genug über Grün, Ankommen, Wohlbehagen. Jetzt gehen wir mal zum Thema Wohlbehagen ins Schlafzimmer. Ja, war ja ein weiter Weg vom Flur. Also hier sind wir im Schlafzimmer gelandet und hier habe ich mir so ein bisschen als Farbkonzept überlegt, es darf gerne etwas ruhiger sein. Blau beruhigt ja, es ist so ein bisschen loslassen, entspannen, dementsprechend sehr, sehr passend fürs Schlafzimmer. Mein süßes Fundstück ist hier diese Grand Dame, die ich in Antwerpen auf dem Flohmarkt mal entdeckt habe und ich weiß auch nicht, warum sie mich so getoucht hat. Dieser Blick, ja, ich fand es ganz süß, weil es ist so mit so einem Samt noch unterlegt. Wenn wir unten hier einmal schauen, meine anderen Fundstücke, zum Beispiel meine liebe Lampe von meiner Oma, diese süßen Füße. Ich fand sie immer so toll, diese Tatzenfüße. Habe ich mich natürlich direkt drin verliebt in diese Tatzenfüße, ist klar. Und jedes Mal erfreue ich mich dran. Und jedes Mal muss ich dran denken, wenn ich hier spiele, dass meine Oma immer wieder schön gesagt hat, Tobi, aufhören, nicht rausziehen.
Ich habe in der Tat ganz viel von meinen beiden Omas, vor allem von einer Oma bekommen, die eine kleine Sammlerin war und viel gereist ist. So, immer schön ausschüttelndes Bett, gell? Es muss ja, wer weiß, wer noch kommt. Hier in der Ecke habe ich mich irgendwann in dieses Bild verliebt von einem deutschen Künstler. Und ich schaue direkt auf das Bild, wenn ich morgens aufwache. Ich liebe ja Los Angeles und Kalifornien. Ach, I love it. Und wenn ich hier reinschaue, dann denke ich direkt, ich bin doch in Kalifornien. Was ich bei dem Bild auch ganz toll finde, man hat manchmal so Accessoires zu Hause, wo man gar nicht erst denkt, das passt. Beziehungsweise guckt man dieses Accessoire irgendwann an und denkt sich, warte mal, dieses Kissen ist doch eine Erweiterung des Bildes. Und wenn man wirklich das sich so vorstellt, dann gehen die Berge von hier, gehen weiter in das Kissen und die Palmen. Dann habe ich hier noch so ein paar Accessoires auch hängen. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als irgendwelche Mitbringsel, irgendwelche Sachen, die man sich wo kauft. Ja, und meine neueste Errungenschaft ist mein süßer Hut, den ich bei einem Hutmacher in Barcelona gekauft habe. Also es macht einfach Spaß, diesen Hut auch zu tragen. Deswegen trage ich ihn auch immer total gerne. Oh. Und dann gehe ich immer mal ins Badezimmer. Da bringe ich euch auch mal kurz mit. Da schauen wir mal kurz rein. Aber vielleicht nur ein bisschen kurz. Man kann es sich ja nicht immer aussuchen, so ein Badezimmer, ne? Also, ich habe mir hier wirklich überlegt, was mache ich? Es ist ja eine Mietwohnung. Aber irgendwie ein bisschen verschönern, ne? Hier habe ich wirklich so ein kleines Motto, auch so ein bisschen Boho-Vibes reingebracht. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal schnell woanders hin. Wird einem ja schon richtig heiß hier drin. Ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme in meine eklektische Oase. Es macht so viel gute Laune hier drin. Es ist einfach echt das Herzstück. Eklektisch ist so ein bisschen verschiedene Sachen aus verschiedenen Epochen. Also hier haben wir so ein bisschen so eine Asia-Kommode. Hier haben wir wieder so modernere, aber auch die wirken so ein bisschen krischig. Eklektisch steht dafür, dass man Dinge zusammen mixt, die extravagant sind, glamourös, einfach zusammenwürfelt. Die Deutsche würde sagen, das Stilmix, gell? Das ist hier meine kleine Essecke, wenn ich wirklich mal mehr Leute habe, die zu Gast sind. Und den Tisch habe ich in schönster Handarbeit wirklich ein bisschen abgeschliffen, habe ihn dann gestrichen und hier in diesen Fliederton dann ja, gestrichen vor einiger Zeit und bin auch noch sehr happy. Ja, und dann kommen wir weiter in das Wohnzimmer-Setting. Man muss ja wirklich kreativ sein bei einer kleinen Wohnung und immer gucken, dass es halt auch passt. Ne? Also auch als kleiner Tipp für euch zu Hause, so kleine Untertrennungen im Raum, sei es mit dem Raumteiler, sei es mit dem Teppich, hilft total, um wirklich zu sagen, ah, das ist jetzt die Sofaecke. Kommen wir doch mal zu meiner WG. Ich wohne ja eigentlich gar nicht alleine hier in dieser Wohnung, sondern mit diesen Grazien. Die 6 Girls sind hier vor einigen Jahren eingezogen. Meine Güte, ich liebe sie. Die sind einfach so extravagant und so speziell. Und ich frage mich jedes Mal auch, was sie denken, wenn man sich sie anschaut. Also die gucken ja auch so ein bisschen so. In meiner Wohnung findet man ja wirklich zig Souvenirs, die ich mir selber irgendwo mitgebracht habe aus den schönsten Ländern dieser Welt. Den Teppich habe ich mal in Marokko mitgebracht und habe ihn im Handgepäck nach Hause geschleppt. Und der Teppich wird so klein zusammengerollt und dann machen die noch so einen Tragegriff dran. Also es ist wirklich faszinierend. Wenn man so eine Sammelleidenschaft hat, dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn man auch Stauraum hat.
Ja, dann kommen wir mal zu diesem Schätzchen hier. Auch ein eBay-Fund, den ich dann in Belgien mal abgeholt habe und habe mich schockverliebt. Und man findet wieder die Tatzenfüße. Es ist wirklich eine kleine Wunderkammer, was da alles reinpasst. Tja, und da mir jetzt ein kompletter Raum für ein Homeoffice fehlt, habe ich aus meiner damaligen Leseecke eine Homeoffice-Ecke gemacht. Ich schaue hier auf ein Bild, was meine Mama gemalt hat, wo man so eine Aussicht hat und man denkt irgendwie, ach, Italien, Capri, ach toll. Die zweite Oase, also das Wohnzimmer ist natürlich schon ein Herzstück, aber es ist natürlich super schön und traumhaft, wenn man wirklich noch einen Balkon hat und auch mal die Sonne genießen kann. Also da ist so ein Balkon schon wirklich Gold wert. Er ist nicht groß, aber muss ja auch nicht sein. Ich finde auch klein, aber fein. Diese Tischdecke ist von meiner Oma aus ihren Reisen und ich fand das so schön. Ich glaube, es sind so Strandtücher eigentlich, die man sich so nach dem Beachgehen drüber macht. Ne? Ja, und bei mir, beim Tobias, da sind sie hier als Tischdecke. Kommt. Meine Güte, jetzt habt ihr meine 60 Quadratmeter en Detail sehen können. Und was ich hier noch mal sagen möchte, ist wirklich, ich wohne im kleinen Altbau, ich habe sexy Raufasertapeten mitten in Frankfurt und ihr könnt echt was aus eurer Wohnung machen. Und man kann sich es auch schön machen mit Kleinigkeiten, mit irgendwelchen Fundstücken, die man upcycelt, wo man Farbe mit drauf macht, neu streicht. Man muss wirklich nicht immer neue Produkte kaufen. Nehmt euch immer ein Motto, traut euch wirklich was zu verändern und es macht doch einfach auch so viel Freude, wenn ihr heimkommt und denkt, wie gemütlich ist es bitte. Vielen Dank, dass ihr heute da wart in meiner farbenfrohen Welt hier in Frankfurt bei der Roomtour. Und wenn ihr noch mehr schöne Eindrücke und schöne Wohnungen sehen wollt, klickt hier und abonniert den Kanal. Also, ich sag Tschüss, macht's gut. War's das jetzt?